Der Robert Dönni hat im Jahr 2007 einen Unfall gehabt und seitdem starke Knieschmerzen. Vor ein paar Monaten hat er durch Zufall den Schweizer Luftsolenschuh Kibut entdeckt. Mit dem hat er die Schmerzen massiv reduzieren. Wir haben den Rintaler bei Sicherheitsmundler getroffen und mit ihm über seine Erfahrungen mit dem Luftsolenschuh Kibut geredet. Robert Dönni, was bringt denn Ihnen der Schuh? Der Schuh tut mir unheimlich das Knie entlasten beim Laufen, wie auch der Rücken. Weil durch meine Fehllaufstellung, die ich hatte beim Laufen, ist natürlich auch der Rücken beansprucht worden. Und durch das mit dem Schuh kann ich die Fehlstellung wieder korrigieren. Und ich habe jetzt wirklich seit Mitte Dezember habe ich viel weniger Beschwerden auf dem Knie wie vorher. Ich kann am Abend wieder viel besser schlafen, viel weniger Schmerzen haben. Und von dem her ist der Schuh nur empfehlenswert. Wie haben Sie denn den Kibut entdeckt? Auf den Kibut-Schuh bin ich aufmerksam geworden an der Olma. Bis durch die Halle durchgeschlendert. Da habe ich so einen Videofilm angeschaut und hat mich eine nette Dame angesprochen wegen dem Schuh. Und am Anfang habe ich nicht gedacht, dass da etwas ist. Und da hat es mir gleich angegeben zum Probieren und gesagt, ich soll mit dem jetzt an die Olma gehen. Und dann bin ich etwa eine Stunde an die Olma rumgelaufen, wieder zurück an den Stand. Und haben müssen sagen, der Schuh ist wirklich sensationell. Und nach einer Dreiviertelstunde später hat man dann den Schuh gekauft. Was ist denn so speziell an dem Schuh? Speziell an dem Schuh ist die Weichheit. Also er federt richtig schön ab und er gibt einfach mehr Beweglichkeit, Freiheit. Wegen der Knieschmerzen haben Sie sich auch Gedanken über ein künstliches Kniegelenk gemacht. Wieso haben Sie sich nicht für das entschieden? Das künstliche Kniegelenk, es ist irgendwann eine Variante, aber von meinem Alter her bin ich einfach noch zu jung. Und bis ich es machen kann, habe ich einfach gedacht, ich muss jetzt etwas unternehmen und selber schauen, dass ich meine Schmerzen oben abholen kann. Haben Sie gedacht, dass die Lösung so einfach sein kann, dass Sie die Schmerzen mit dem Kibut massiv lindern können? Habe ich gar nicht gedacht. Ich war wirklich am Anfang sehr skeptisch. Ich habe da, wo ich den Schuh gekauft habe, gesagt, wenn der Schuh nichts ist, ich werfe ihn auch wieder her. Aber mittlerweile bin ich jetzt wirklich schon am Überlegen, dass ich zweiten und dritten Paar Schuhe zum Anschaffen. Wie erklären Sie sich denn die Wirkung von dieser speziellen Luftsohle? Es ist eben, weil sie luftgefedert ist, tut es mir das Ganze abfedern und es ist einfach viel weiches Laufen auf der Straße oder egal wo man ist. Es ist einfach, man schwebt irgendwie richtig so über die Straßen hinein. Wen haben Sie denn den Kibut überhaupt an? Momentan trage ich zum Arbeiten und nach dem Arbeiten in der Freizeit. Zum Arbeiten kann ich ihn leider nicht anlegen, weil dort brauche ich Stahlkappe. Was ist denn da für Sie so für ein Gefühl, wenn Sie von einem gewöhnlichen Schuh wieder in den Kibut hineinsteigen? Nach 20, 30 Schritten ist es mehr, wenn man wieder schweben tut über die Straßen hinein. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Ich merke es auch im Knie immer wieder, wenn ich den ganzen Tag mit meinem Arbeitsschuh angelaufen bin, der eine harte Sohle hat, und nachher in den Schuh steige, bei uns in der Firma die Stegen ablaufen, nachher ein paar Schritte ist das schon wieder dahin und man läuft wieder rein. Sie gehen seit dem Unfall in die Physiotherapie. Was sagt denn Ihr Physiotherapeut zum Kibut? Der Physiotherapeut war am Anfang sehr skeptisch. Letzten Montag haben wir ihn wieder gezeigt. Und dann sagt er, ja, wir können das weiterverfolgen, weiter beobachten. Und wenn es mir gut tut, dann sage ich es ja gut. Wie würden Sie denn das Laufen im Kibut jemandem beschreiben, der den Schuh noch nicht kennt? Das Laufen ist, wie wenn man auf einer dicken Gummimatte oben steht zum Beispiel. Man ist immer ein bisschen in der Bewegung und der grosse Vorteil ist, dadurch, dass die Sohle luftgefedert ist, braucht es die Muskulatur vom Bein, muss unheimlich viel mitschaffen. Wenn man am Anfang den Schuh anhat, relativ lang am Anfang, dann hat man ein bisschen Muskelkater, das ist mir auch passiert. Ich habe am ersten Tag, als ich den ganzen Tag hatte, eine relativ grosse Wanderung gemacht. Und ich habe aber brutal Muskelkater, weil die Muskeln viel anders arbeiten müssen. Dann haben Sie den Schuh nicht abgetan und einfach in eine Ecke gestellt? Nein, im Gegenteil. Weil es mir sonst ganz gut gegangen ist. Ich hatte keine Schmerzen auf dem Knie. Und am anderen Tag habe ich ihn wieder angelegt. Und es war einfach wieder viel bequemer für mich. Und ich muss sagen, das ist jetzt einfach so. Und dann habe ich mal noch im Internet ein bisschen nachgeforscht. Und dort habe ich auch nachgelesen, dass wenn man lange anhat, am Anfang das Muskelkater geben kann, weil die Muskeln müssen viel mehr arbeiten. Hat sich denn durch diesen Schuh sonst noch etwas verändert? Ich stand wieder gerade da, wo ich vorher eher ein bisschen auskorrigiert habe. Und mit dem Schuh kann ich durch den ganzen Körper wieder viel Geräte herstellen. Und das gehen die Beschwerden auch viel mehr zurück.
Würden Sie persönlich den Schuh weiterempfehlen? Letzte Woche habe ich eine Schwester von mir den Schuh jetzt einmal anlegen. Und dann sagt sie, das ist wirklich sensationell. Sie ist auch viel Ringe gelaufen mit dem Schuh. Und sie wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit dann sicher auch mal etwas anschaffen.